Herzlich willkommen zurück und schöne Ostern an alle. Was wird heute das Thema? Das Thema ist heute zwei Dinge. Einmal kam immer mal die Frage, welche Soldaten soll ich ausbilden? Und das andere ist, was soll ich forschen? Wir fangen am besten mit den Soldaten an. Gesamtübersicht findet ihr hier im Militärzentrum. Da seht ihr, wie viel von jeder vorhanden ist und wie viel ihr haben könnt. Ich persönlich habe alle in Waage halbwegs versucht, sie in Waage zu halten. Das klappt nicht immer, aber man kann es auch anders machen, weil wir haben 3 verschiedene Heldenklassen. Und jede Heldenklasse hat ihre eigenen Soldaten, um es jetzt mal so zu sagen. Und zwar, wir gehen mal raus auf die Map, klicken mal irgendwo hin auf Marsch und gehen hier unten auf das kleine Zahnrädchen. Und dann gehen wir auf Soldaten. Da seht ihr, ich habe volle Kampfkraft aktuell. So. Farbe wäre rot. Auf der Straße genommen, das war ein Niederplan. Und zwar, ja, ist nur eine Sorte an Soldaten drin. So, wir setzen mal alle auf 0. Wir hatten hier oben 50 stehen. Plötzlich ist aufgehangen, wunderschön. Nochmal. Soldaten. Alle raus. Funktioniert nicht. Wunderschön, lieben wir. Auf ein neues. Jetzt wären wir wieder bei den kleinen Problemen am PC spielen. Es funktioniert nicht alles flüssig. Probieren wir es mit dem Probe 2. Ja. Ebenfalls Bug. Naja, lassen wir das auf jeden Fall. Aber im Groben ist es so. Wie gesagt, hier ist alles großteils von den Farben. Zeigt es ja nicht mehr richtig an. Gut. Überspringen wir die Helden, Soldaten und machen weiter mit der Forschung. So. Was solltet ihr forschen? Dieses nette Gebiet hier unten könnt ihr gekonnt ignorieren. Warum? Das bringt euch nicht viel. Ja, es bringt ein bisschen Kampfkraft, aber das ist minimal. Stadtverteidigung, das spielt keine große Rolle. Das eventuell, aber ja, das kann man wirklich machen, wenn man nichts mehr anderes hat. Auch das Töten, das macht nicht viel Sinn. Erst später. Das ja, das bringt schon was, aber es gibt Forschungen, die haben erstmal Priorität. Jeder Forschungszweig schaltet dann etwas anderes frei. Fragt mich nicht mal, welches was ist. Aber ja, die 3 Sachen, das sollte als erstes mit passieren. Obwohl eigentlich nicht. Hauptpriorität, wenn ihr in einer Allianz spielt, ist die Allianzanerkennung. Warum? Es gibt für alles mehr Punkte in der VS-Woche. Deswegen legt hier Priorität drauf. Mittwochs. Warum mittwochs? Weil wir dafür diese netten Abzeichen brauchen. Die Abzeichen bringen gut Punkte im VS. Deshalb macht es am besten mittwochs. Weil da gehen wirklich die meisten Abzeichen drauf. Was ist noch wichtig? Das war für mich persönlich Gebietsbesetzung. Und zwar das. Die Trainingsgeschwindigkeit. Gerade von den T9-Truppen
hat es am Anfang 12 Stunden für 155 Stück gedauert. Mittlerweile bin ich bei minimal über 10 Stunden für 155. Also es spart sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also das sollte Priorität haben, wenn ihr Zeit verkürzen wollt. Gab es noch einen Reiter, das war... Genau, das ist dieser. Bei militärische Theorie. Ebenfalls das. Genau. Aktuell gibt es immer nur ein ohne Abzeichen, das wäre bei mir das. Das mache ich immer in der Woche, um so wenig wie möglich Abzeichen zu verschwenden. Und ansonsten alles, was Abzeichen braucht, mache ich immer mittwochs. Bringt die meisten Punkte, hilft der Allianz, es ist einfach so. Genau. Dann könnt ihr das ja alles nach und nach hochziehen. Dauert, das ist halt der Nachteil, aber ja, Priorität, Allianzanerkennung, wenn ihr eurem Team helfen wollt. Und ja, danach für mich persönlich die Geschwindigkeit vom Ausbilden reduzieren und Kampfkraft erhöhen. Kampfkraft wäre noch dieses. Das bringt nochmal sehr gut Punkte. Aber das müsst ihr für euch persönlich entscheiden. Also ich würde euch raten, die 4 somit als erstes zu machen, neben dem und dann den Rest nach und nach. Also das dauert so oder so lange. Also ihr müsst Geduld haben. Ich habe 2 Labore, ich habe mir das zweite direkt am Anfang gekauft, deswegen bin ich mit der Forschung schon recht weit. Wenn ihr nur ein Labor habt, es dauert. Aber wenn ihr Geld ausgeben wollt, holt euch das Labor. Es bringt sehr viel Kampfkraft. Und warum ist das wichtig? Ihr habt ja immer diese netten Statistiken hier und eure Kampfkraft. Seid ihr beispielsweise nach einem Krieg oder einem Kampf, ihr habt verloren, truppenleer, habt ihr immer noch genügend Kampfkraft. Das heißt, Gebäude, Helden an sich sowieso ist klar, Fahrzeug und die Forschung, das ist immer aktive Kampfkraft, die ihr behaltet, auch wenn ihr soldatenleer seid. So, wir schauen nochmal auf der Map, ob das jetzt funktioniert. Jawohl. Mal gucken. Ja, funktioniert. So, das Thema Soldaten. Vorhin waren hier oben die 50, wo ich die Vernichter hatte. Und jetzt diese. Das heißt, die sind nicht für die Roten gedacht. Für diese. Genauso wenig. Na klar, jetzt packt's wieder. Aber ihr habt gesehen, was ich meine. So im Groben. Jetzt. Was hast du denn jetzt gemacht? Ach, mein Gott. So. Ne, speichert's, ne? Muss ich dann am Handy machen. Ne, jetzt hat's gespeichert. Aber das sind auf jeden Fall so Forschung und Soldaten. Achtet da, guckt da einfach mal rein, welches Team was benötigt und danach bildet ihr halt die Soldaten aus. Ich persönlich habe alle auf dem gleichen relativ, weil ich habe mehrere Teams, deswegen. Viele spielen wirklich nur mit dem stärksten aktiv, aber ich nutze wirklich alle. Deswegen halte ich das alles recht in Lage. Das wäre es aber so im Groben. Sorry für das Durcheinander, aber manchmal funktioniert die PC-Version nicht perfekt. In diesem Sinne, vielleicht bis zum nächsten Mal.